Ihr Lieben, was erwartet uns im November? Die Finsternisse liegen hinter uns und es wurden die Schatten beleuchtet und dies wird jetzt und in den kommenden Monaten immer deutlicher. Ja, es ist und bleibt stürmisch, im Innen wie im Außen. Und viel Spannung liegt in der Luft. Die heftigen Energiewellen, die auf uns wirken, spitzen sich weiterhin zu. Kosmische Strahlungseinschläge und sehr hohe Lichtenergien kommen bei uns an. Der Vollmond und die Mondfinsternis brachten zusätzlich alte Themen und karmische Belastungen ans Licht, die sich lösen wollen. Deshalb wundert euch auch nicht, wenn in diesen Tagen alte Emotionen hochkamen und kommen oder von außen getriggert werden, die angeschaut, die losgelassen werden wollen. Und auch nicht über die diversen Symptome, die mit diesen energetischen Turbulenzen einhergehen. Ich schreibe ja immer in meinen Energie-Updates darüber. Diese können jedoch sehr individuell sein und zu unterschiedlichen Zeiten auftreten, je nachdem wie viel es zu reinigen gibt an dichten Energien, negativen Gedankenmustern, extrem niedrigen Schwingungen, die den Aufstieg blockieren, dem entgegenstehen. Oh ja, es ist anstrengend. Denn die starken energetischen Veränderungen fordern sehr viel Kraft auf allen Ebenen des Seins. Die Frequenzen erhöhen sich massiv und durch die starken kosmischen Strahlungswellen, die durch das schwache Erdmagnetfeld zu uns dringen, erhalten wir so viel Lichtenergie und kosmische Downloads, die einen Komplettumbau in allen Systemen bewirken. Ja, es findet eine Veränderung bis in die tiefsten Ebenen unseres Körpers hinein statt, denn wir sind energetische Wesen. Und gleichzeitig geht dies alles mit einer Erhöhung unseres Bewusstseins einher. Immer mehr möchte sich jetzt lösen in uns an alten Belastungen. Und mit den zunehmenden energetischen Turbulenzen nimmt auch die Entgiftung unseres Körpers immer mehr zu, die wir dringend unterstützen sollten. Und dies gilt genauso auf der geistig-seelischen und emotionalen Ebene. Und genau das, wie auch die Schwäche der Schumann-Resonanz, kann geistig und mental sehr befreiend sein, da die alten Konditionierungen und die Bezüge zum Alten immer mehr wegfallen. Aber das heißt auch, die Ordnung in unserem Inneren zu erschaffen, die wir im Außen nicht mehr finden, ihr Lieben. Oh ja, wir erhalten jetzt die Chance, uns völlig neu zu definieren. So viele sind bereits auf dem Weg oder sehnen sich nach einem völligen Neubeginn. Ja, das Loslassen ist in dieser Zeit der massiven Veränderungen immens wichtig, um uns nicht zusätzlich durch negative Energien und alte Muster zu belasten.
Und das heißt zu schauen, was kann ich bei all dem Chaos da draußen tun, um mich zu schützen, um in einer stabilen inneren Ordnung zu bleiben. Das, was wir gerade erleben, ist der Anpassungsprozess an die sich stark veränderten Energien, die auf uns wirken. Oh ja, wir verändern uns gemeinsam mit Mutter Erde. Die Unruhe in Mutter Erde und auch die Katastrophen nehmen immer mehr zu. Stürme und Wasser spielen eine große Rolle in diesem Bereinigungsprozess. Und auch Ereignisse über die Luft, über den Himmel können auf uns zukommen, wie es sich mir gezeigt hat. Und auch die Sonnenstürme, die Sonnenaktivität wird immer mehr zunehmen in der kommenden Zeit. Und wir haben den Höhepunkt noch lange nicht erreicht. Vieles wird sich bis dahin noch völlig verändern, wie wir es bisher kennen. Doch letztendlich ist es durch all die Herausforderungen hindurch auch ein Heilungsprozess, den wir durchlaufen, der uns widerstandsfähiger macht. Und dieser wird noch andauern, denn es gibt noch sehr viel zu heilen, zu bereinigen, ins Gleichgewicht zu bringen, in uns, in Mutter Erde, in dieser Welt im Sinne des großen Ganzen. Ja, das Chaos bleibt und es ist wie ein wilder Ritt durch die Stürme in diesem Herbst. Und diese Energien werden sich jetzt im November und in den kommenden Monaten noch verstärken und vieles durcheinanderwirbeln, ja, auf den Kopf stellen. Und ja, es scheint wie ein großer kosmischer Plan, denn wir werden geführt, sobald wir uns öffnen. Wundert euch nicht über stärkere Symptome, denn das bedeutet, dass wir mittendrin sind in diesem Prozess und viel mehr fühlen. Wir werden immer hellfühliger, immer sensitiver. Das heißt, bewusst oder unbewusst immer mehr Frequenzen und Schwingungen wahrzunehmen bis hinein in unseren Körper. Und für viele, die nicht wissen, was geschieht, kann das erst einmal schwer, erst einmal beängstigend, erst einmal verwirrend sein, plötzlich so viel zu fühlen, ohne es zuordnen zu können. Ja, wir werden uns der Energien in und um uns herum immer mehr bewusst. Auch wenn dies nicht leicht ist in dieser verrückten Welt, weil es uns immer mehr dahinter sehen lässt. Und ja, auch unsere Seele immer mehr zu hören, was nicht mehr mit uns im Einklang ist. Und das ist es auch, was viele im Moment ins emotionale Chaos stürzt. So viele negative Emotionen und Ängste sind im kollektiven Feld unterwegs, die auch dadurch entstehen, dass so vieles verdrängt wurde und nach wie vor wird. Zu viele wissen nicht, was passiert
Und die geringe Bewusstheit vieler Menschen zeigt sich auch darin, dass diese starken energetischen Veränderungen von vielen gar nicht bemerkt werden. Doch wir sind Teil dieses großen Wandels, der sich jetzt massiv beschleunigt und der uns letztendlich stärker macht, wenn wir diese massive Energieerhöhung zur Transformation unseres Seins nutzen und nicht um uns selbst zu zerstören. In dieser Zeit der zunehmenden Katastrophen, Auseinandersetzungen, Lügen, Manipulationen, ja, des Verfalls der alten Welt, ist es Zeit, endlich aufzuwachen. Und genau dieses Erwachen geschieht bei so vielen im Moment. Und ja, es wird nun immer wichtiger, dass wir zusammenhalten, um stark zu bleiben und bei all den Wellen, die auf uns zukommen, uns über Wasser zu halten. Nur die Liebe ist es, die uns mit dem Licht und den universellen Energien verbindet, die uns hierfür unterstützen, ihr Lieben. Und die Selbstbestimmung ist es, die uns zum bewussten Menschen macht. Die hohe Schwingungsfrequenz, in die wir jetzt eintreten, führt uns genau dahin, zum Erwachen als multidimensionale Wesen, die sich immer mehr ihrer wahren Essenz, unserer Schöpfungskraft bewusst werden. Das ist der Transformationsprozess, in dem wir uns befinden. Und wir werden durch die massiven energetischen Veränderungen gezwungen, uns den Naturenergien anzupassen. Und das Verdrängen wird nicht mehr funktionieren. Es ist, als steuert alles auf etwas Größeres zu. Und das geht jetzt immer schneller. Zu wissen heißt, vorbereitet zu sein, auch wenn es viele schwere Schritte sein werden, die zu gehen sind. Es heißt, anzunehmen und daran zu wachsen. In der Stille, tief in unserem Inneren, in dem, was wir fühlen, erkennen wir unseren wahren Weg, wohin wir gehen. Und das ist es auch, wozu uns diese intensiven Energien der Zeit auffordern. Reinige und schütze dich immer wieder gut und achte gut auf deine Energie, deinen Körper. Halte dich fern von negativen Nachrichten und gehe so viel wie möglich in die Natur. Wisse, du gibst deine hochschwingende, lichtvolle Energie gemeinsam mit allen, die das Licht hochhalten, auch ins kollektive Feld und trägst damit zur Erneuerung und Erhöhung der Schwingung in dieser Welt bei. Unsere Sternengeschwister unterstützen uns und wir werden sie jetzt im November und in den kommenden Monaten immer mehr wahrnehmen können, da sie sich immer mehr auf die ein oder andere Weise zeigen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in den November und alles, alles Liebe, eure Sylvia.